Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal hier auf Busfahrschule OE. Heute habe ich mal wieder für euch etwas Besonderes. Ich bin hier in Köln. Auf der Hinfahrt hierhin, da habe ich was gemerkt, was ich euch eigentlich rüberbringen könnte. Das versuche ich jetzt mal hier vom Anleger hier in Köln. Bisschen Autobahnfahrt, Stadtfahrt, euch so ein bisschen was zu erzählen. Wenn ihr Lust habt, alles nach dem Intro. So Leute, das war das Signal für die Fahrgäste, wenn Fahrgäste drin wären, sich zum Anschnallen. Aber da wir ja keine Fahrgäste haben, muss ich mich nur anschnallen. Oder werde ich mich nur anschnallen. So, jetzt lassen wir den Taxi noch hinten vorbei. Mal gucken, ob wir hinten überhaupt raus können. Wie ich hier reingefahren bin, wie ihr sehen könnt, hier ist auch nirgendwo ein Schild, wo Parkplatz für Busse und so ist. Theoretisch hätte ich die da ganz oben irgendwo rauslassen müssen, die Fahrgäste. Aber die haben schwere Koffer. Wie sollen die armen Leute von da oben hier runter? Ne? Und das hat gepasst. Ich bin jetzt mal hier runtergefahren. Da stand ja nicht Durchfahrt verboten für Busse oder so. Ne? Aber wie ihr sehen könnt, nirgendwo, wenn hier parkende Autos stehen, wird da gefährlich. Ich weiß jetzt selbst auch nicht, ob ich da hinten überhaupt rauskomme. Dann nehme ich euch jetzt mal mit. Und hier müssten die dann die Treppen runterlaufen. Und dann wären sie zum Anlieger gekommen. Aber ich denke mal, wenn ein PKW da rauskommt, wenn das nicht ganz so eng ist, schaffen wir das auch. Ansonsten ist auch Einbahnstraße, müsste ich das Ganze hier rückwärts fahren. Auch blöd. Aber da hinten sehe ich auch was Größeres. Scheint auch ein Bus zu sein. Wenn mich das nicht täuscht. Ja, oben sieht es ja schon mal richtig wieder gut aus. Aber warum die da oben nicht das Schild gemacht haben, auch Busse können hier durch oder so? Nein. Schade, dass ich euch das nicht zeigen kann. Hab jetzt gedacht, das wäre ein Bus, war nur was Größeres hier. Und man darf hier nur nach links. Ja, hier könnte es schon eng werden. Ja. Aber klappt. Kriege ich noch hin. Nur auf die Fahrräder aufpassen. Hier fahren auch Fahrräder. Und man darf hier nur nach rechts. Jetzt werdet ihr sagen, du hast Stoppschild überfahren. Ich habe keine Linie da gesehen. Und da war gerade alles rot. Die war am grün werden. Sonst hätte ich da jetzt lange stehen müssen. Alles gut. So, jetzt fahren wir zurück. Über der Autobahn. Mülheimer Brücke dürfen wir nicht fahren. Da steht zum Beispiel, genau das wollte ich euch auch erzählen, weil der Navi weiß das nicht. Ob man jetzt Mülheimer Brücke jetzt gesperrt ist oder so, ja, der weiß das nicht. Der wird euch immer wieder versuchen, Blitzer, auch noch aufpassen, immer wieder versuchen, da rüber zu schieben. Aber das geht nicht. Deswegen werden wir den jetzt umfahren. Wir müssen irgendwie wieder auf die A3 kommen. Und dann wollte ich euch was erzählen über Autobahn. Aber ihr könnt ja schon mal hier die Fahrt so ein bisschen genießen hier. Vielleicht fahre ich auch über die 59 und dann über die 46 oder so. Mal schauen. Hier ist einer liegen geblieben, so wie es aussieht. Ja, komm Kollege. Also wenn ihr auf der Autobahn seid und es ist Stau und ihr habt Navi, heutzutage hat jeder, Navi wird euch immer was vorschlagen. Hier, wenn du rechts abfährst, dann schaffst du das
Stau zu umfahren. Dann sagt er, wollt ihr das haben oder nicht? Kann man erstmal gucken, wie viel Umweg macht das, was macht das. Aber wie gesagt, Navi weiß ja nicht, dass vielleicht da eine Baustelle ist, dass sie da irgendwie die Brücken nicht mehr mit schweren Bussen fahren darf. Oder das weiß der ja nicht. Er weiß nur von der Höhe her vielleicht, okay, hat er ja so eine Route gefunden, dann schickt er dich dahin. Nie darauf verlassen. Und vorhin, hierhin, was macht der denn da? Jetzt hält er mich auf. Und hier auch überall Blitzer. Hier muss man echt aufpassen in Köln. Blitzer und niedrige Brücken haben die hier in Köln. So, was war ich am Erzählen? War auf jeden Fall Baustelle. Baustelle sage ich schon, war Stau. Und die müssen ja das Schiff hier noch kriegen. Und da hat der Navi mir auch gezeigt. Hier rechts abfahren von Kilometer her wären das vielleicht 2 Kilometer mehr gewesen. Dann habe ich aber gesehen, im Kopf habe ich das schon, wollte ich schon machen, ne? Dann habe ich da unten gesehen, Zusatzschild, Mülheimer Brücke, 3 Meter und noch was. 3,50. Und dann ist jetzt, glaube ich, die Brücke jetzt wieder hier. Guck mal, 3,5 Mülheimer Brücke. Das meinte ich, was ich gerade gesagt habe. Normalerweise könnte ich jetzt hier hochfahren und dann die Mülheimer Brücke. Aber geht jetzt nicht. Navi hat das wohl auch sehr wahrscheinlich erkannt. Der wird mich jetzt hinten über Nil schicken. Ja, ich fahre über die 59 zurück, so wie es aussieht. Habe ich letztes Mal auch gemacht. Sonst hätte ich hier wieder drehen müssen und dann einfachste Route wäre gewesen, oben über die A3-Brücke wieder zurück, über die Zoobrücke. Man könnte jetzt aber auch theoretisch hier die Mülheimer Brücke nehmen, Zubringer. Das ist das, was ich euch gerade versucht habe zu erzählen. Und genau dieses Schild war auch auf der Autobahn. Alle Navis haben gezeigt, hier rechts, da wären wir nämlich hier so rausgekommen. Und wenn man das jetzt nicht beachtet, oder jetzt hier auch, ne, wenn ich jetzt hier auch Mülheim, ich kenne mich da aus, Mülheimer Brücke rüber, da bin ich schon direkt auf der A3. Aber schaut mal, ihr könnt ja selber sehen, 3,5 Tonnen und zusätzlich noch eine Höhenbegrenzung, 2,90 Meter, was ich da sehe. Und die haben schon vor der Absperrung, also vor der Auffahrt, haben die schon so einen Begrenzer gemacht, damit man hier schon sagt, oh scheiße, geht ja doch nicht. Ja, hier vorne seht ihr 3,5 und 2,80 Meter sogar. Wir haben 3,75 Meter. Also hier wäre dann sofort, hätte man dann sowieso gewusst. Und das war eben halt auf der Autobahn auch. Und das wollte ich euch nochmal zeigen. Ich kann das Video mal hier stoppen und nachher, wenn wir auf der Autobahn sind, nochmal euch abspielen. Vielleicht sehen wir ja noch ein paar interessante Sachen auf der Autobahn, was ich euch vielleicht rüberbringen kann. Ordnungsamt hat hier jemanden angehalten hier oder so. Ne, da ist Taxi lang. In den Kommentaren hattet ihr geschrieben, dass ihr gerne solche Videos mal sehen würdet oder wolltet. Habe ich mir gedacht, so von Köln kann man auch ein bisschen, jetzt Köln sieht man jetzt natürlich nicht allzu viel, aber wir wollen ja auch keine Städtetour machen, sondern für die Busfahrschule sowas zum Beispiel im Voraus schon sehen, dass da hinten einer steht, Schulterblick eben, gucken, dass keiner neben einen ist und dann rüberziehen. Hinten sehe ich auch so einen Pfeil, der zeigt, hier musst du hin. Das auch schon mal jetzt sehen, bevor man jetzt wieder rüber geht und man muss dann später doch wieder hier rüber. Aber das sind die Feinheiten, die man dann später eben halt lernt. Einer hat mal geschrieben, der fährt schon seit 10 Jahren Linie, ist auch 36 oder 30, was hat er gesagt. Er würde gern auch Reisebus fahren. Ab wie vielen Jahren man gelernt haben muss, also gefahren haben muss, damit man auf Reise kommt. Ich hatte ihm darunter dann geschrieben, könnt ihr ja auch mal lesen, ist von Person zu Person unterschiedlich, verschieden. Ja, da steht irgendeiner, ich habe schon gedacht, da ist irgendeiner mit einem Blitzer oder so, genau an der Einfahrt auch schön so schwarz angezogen. Ne, war nichts. Kommt immer auf die Person an, wie er sich fühlt. Wenn einer schon 10 Jahre nur Linie gefahren hat, wird das natürlich für den eine Umstellung sein, jetzt hier was anderes zu machen.
So, wir müssen gleich da vorne Richtung Nil. Ja. Und hier müssen wir auch aufpassen, nicht, dass wir gleich auf der A1 sind, weil auf der A1 darf man ja auch nicht über die Brücke. Ja, das sind immer so Sachen, wo man aufpassen muss. Und auf Linie, da hat man das schon im Kopf drin. Man weiß, wo seine Haltestellen sind, man weiß, wo seine Dings sind. Aber kommt mal so Seitenstraßen und so, da kommt man schon direkt, oh, das ist aber eng, oh, komme ich nicht durch. Aber seine eigenen Linien, die man tagtäglich fährt, die fährt man fast schon Augen zu, sag ich mal. Sollte man ja nicht machen, aber ihr wisst, was ich meine. So, mal gucken, ob ich mich hier überhaupt richtig eingeordnet habe hier beim Erzählen. Ja, geradeaus, geradeaus und die rechte Spur ist rechts. Fortwerke. Theoretisch kann ich hier noch drauf, wenn das mit den 3,50 Meter jetzt, 3,50 Meter, mit den 3,5 Tonnen über die Brücke wäre, müssten die jetzt ja hier schon etwas hinstellen. Sonst kriege ich nämlich ein Blitzerfoto. Das misst nämlich auch die Höhe, Schwere und alles und das wird teuer. Aber ich wollte von der A1 eben halt auf die 59, von der 59 geradeaus über die 46 rüberziehen auf die A1 wieder drauf. Das wäre jetzt der Gedanke gewesen. Von Kilometer her sind das vielleicht 5 Kilometer, 6 Kilometer mehr. Aber man hat keinen Stau. Und das habe ich letztens gemacht, wo ich Fußball hatte. Und ich habe auf der Hinfahrt schon gesehen, dass Leverkusener Kreuz schon dicht war. So, hier muss ich jetzt aufpassen. Und ihr seid live dabei, auch nicht schlecht. So, geradeaus geht es nämlich dann Regattabahn, merke dich fort. Ja, ich muss hier jetzt aufpassen, Leute. Nicht, dass ich tatsächlich dann auf der Dings komme. Auf die A1, wo nur 3,5 Tonnen PKWs nur drüber können. Aber noch ist nirgendwo ausgezeichnet. So, jetzt kommt ein großer Kreisverkehr. Wir müssen die zweite raus. Noch sind wir ja nicht auf der Autobahn. Das ist noch der Zubringer dahin. Aber hier müssen wir jetzt sehen, dass wir hier einfach, anders geht's nicht. Seht ihr, so kann man auch machen. Einfach mal gucken, anders geht's nicht, bevor man jetzt dahin, was weiß ich, irgendwas. Ich hätte jetzt eigentlich nicht links rüberziehen dürfen. Aber manchmal ist das so. Die Praxis, die zeigt was ganz anderes als die Theorie. So. Und immer da rechts rüberziehen, da wo ihr euch am wohlsten fühlt. Wir haben noch 98 Kilometer bis nach Fehlingreisen, bis zum Betriebshof. A1-Schild ist immer noch da oben. Von der Seite bin ich, glaube ich, auch noch nie hergekommen. Oder das mit der Brückensperrung kommt gleich erst. Da blinkt nämlich schon was auf. Verkehrsführung geändert, okay.
Ich versuche den jungen Fahrern so ein bisschen eben halt was zu übermitteln, was ich so gelernt habe. Da kommt das jetzt mit den Brücken. Wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, einfach abbrechen, ruhig einen Umweg in Kauf nehmen. Genau, seht ihr, wenn man jetzt auf diese Spur bleibt, Richtung Dortmund 3,5. Also müssen wir wir sind ja schwerer. Ja, wir nehmen dann die zweite. Wir nehmen jetzt sozusagen einen Umweg in Kauf. Weil hier dürfen wir lang. Überall Kameras und Radar und so was alles. Wir kommen von der Seite auf jeden Fall nicht über die Brücke, wie ihr sehen könnt. Ja. Ich muss jetzt so einen kleinen Schwenker hinten rum machen. Anders geht's nicht. Ja. Alles schön gesperrt. Ja, wir machen jetzt einen anderen Schwenker und fahren hier Richtung Koblenz. Krefeld, genau 57, das wollte ich machen. Ja. Wir können die 57 nehmen und fahren dann entweder von der 42 oder von der 46 wieder rüber. Wir nehmen sozusagen in Düsseldorf die Rheinbrücke und nicht, was jetzt hier ist. Jetzt seid ihr mal live mit dabei. Seht ihr, die Navis, die wissen das nicht. Die versuchen euch immer wieder noch hier wieder Richtung Brücke, weil das ja hier der kürzeste Weg ist. Aber die wissen eben halt nicht, dass da gesperrt ist. Einfachste wäre natürlich gewesen von der Anlegestelle. Da konnte man aber nicht links. Brücke war ja direkt über uns. Und die Mülheimer Brücke, dass die gesperrt war. Und mit so einem riesen Vieh da in Köln, wo die Bogenbrücken und so sind, zu fahren, muss ich nicht unbedingt haben. Wir haben jetzt, wie gesagt, 7, 8 Kilometer vielleicht. Guck, hier ist jetzt von der anderen Seite, wenn man kommt, dass dann hier auch wieder die Leute aussortiert werden, die schwerer sind, wieder runter. Ist echt blöd gemacht, aber was soll man machen? Und ihr wart jetzt live dabei, wie man solche Situationen eben halt meistert. Jetzt kommt Köln Nord. Hier kann sein, dass gleich die 57 angeschlagen steht, dass wir da runter können. Und dann ziehen wir weiter in die Richtung linksrheinisch sozusagen. Ist das links oder rechts? Weiß ich jetzt gar nicht. Rechtsrheinisch, linksrheinisch. Auf jeden Fall, wir sind immer noch auf der anderen Seite. Die Navis, die versuchen mich wieder trotzdem zu drehen und wieder zurückzuschicken. Krefeld-Neuss, wir fahren da lang. Man hätte auch die Möglichkeit, weiter Richtung Aachen zu fahren, um dann auf die 4 zu fahren. Ja, und dann auf der 4 über die Rheinbrücke zu fahren. Aber da würde man auch wieder so einen Schwenker machen, dann ist man wieder in Köln fast schon.
wenn man sich so ein bisschen auskennt, nicht immer nur auf das Navi sich verlässt, dann kriegt man das auch gebacken. Und man darf natürlich keinen Zeitdruck haben. Wenn man noch Zeitdruck hat, du musst dann, wenn ich jetzt eine Anschlusstour gehabt hätte oder so, ne, und das hält ja ein bisschen mehr auf als der normale direkte Weg. So, wir fahren jetzt nicht Köln Zentrum wieder hin, sondern wir fahren hier Krefeld-Neuss 57 hinten raus. Die Navis, die versuchen natürlich wieder so zu drehen hinten und mich so wieder zurückzuschicken. Beide Navis. Interessant. Wie gesagt, bei sowas nicht immer auf das Navi verlassen, selbst die Initiative ergreifen, aber nie sich selber in Gefahr bringen. Man muss schon wissen, was man macht. Oder ansonsten wieder zurückdrehen, tatsächlich da, wo wir gestartet sind, und da irgendwie drehen. So, ich will euch jetzt auch nicht bis nach Hause so mitnehmen. Ihr wisst jetzt ungefähr, wo es lang geht. Wenn der nächste Parkplatz kommt, dann beende ich diese Fahrt für euch. Ich muss ja noch weiterfahren. Ja, wie gesagt, der versucht jetzt immer noch hier rauszuschicken, wieder zurückzuschicken und so. Einfach ignorieren, immer geradeaus fahren. Da steht es ja auch schon, Krefeld-Düsseldorf. Ja, wenn wir in Düsseldorf sind, nur noch 34 Kilometer. Wuppertal, also die 46 auch schon angeschlagen. Wir können dann auf die 46 fahren, quer rüberziehen in Düsseldorf über den Rhein und Wuppertal und dann kommt man auf der A1 wieder raus. Das ist der Plan. Ich hoffe, solche Videos machen euch Spaß. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, das Abonnieren nicht vergessen, Leute. Auf den Hauptkanal, für diejenigen, die das noch nicht wissen, ich habe ja noch 3 weitere Kanäle. Ein Kochschulkanal, Fehling Reisekanal, wo dann die ganzen Reisen, hier Parkplatz, da kann ich gleich anhalten. Und den Hauptkanal, der hat jetzt mittlerweile die 100.000 Abo-Marke geknackt. Und das versuche ich jetzt natürlich hier auf Busfahrschule auch irgendwie zu schaffen. Ist natürlich noch ein weiter Weg, aber so habe ich ja auch auf dem Hauptkanal angefangen. Wichtig ist, dass das für euch interessant ist und ihr wollt solche Videos sehen. In den Kommentaren unten könnt ihr mir natürlich noch schreiben, was ihr noch gerne sehen wollt. Ob wir vielleicht wieder Livestreams machen oder wieder Unterricht machen. Linienfahrten natürlich. Ich habe wieder eine neue Linie gelernt, die kann ich euch zeigen. So kleine Parkplätze fahre ich immer ungern, wenn ich nicht muss. Warum? Weil da die BAG meistens die LKWs kontrolliert und wenn da so ein Bus kommt, ist das natürlich auch ein gefundenes Fressen für die. Aber ich habe ja, meine Papiere sind in Ordnung, 28 Tage Freibescheinigung und so habe ich dabei. Wie ihr sehen könnt, ist auch gar kein Platz, aber ich will ja nur die Kamera ausschalten, da kann ich mal hier eben kurz anhalten. Hinten ist auch keiner. So, ich verabschiede mich von euch. Man sieht sich in den anderen Videos wieder. Euer Mehmet Oe.